Hallo und herzlich willkommen zu Treppe 5, dem jungen Magazin für, über und aus Berlin. Bei uns gibt's heute alles für Oma. Ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen, eine Bahnfahrt und obendrein Kultur. Dabei geht es nicht ums Schmarotzen, sondern um solidarische Lichtblicke im Dunkel der Konsumgesellschaft. Die Stadt wird zusehends kommerzieller, aber nicht alle machen mit. Es muss nicht immer Maui sein. Berlin ist einer der heißesten Couchsurf-Spots der Welt, denn nicht alle Berlin-Besucher schlafen im Hotelbett. Immer mehr von ihnen bevorzugen die Sofas der Berliner Couchsurf-Community. Wer hier eine Pauschalreise erwartet, ist fehl am Platz. Dafür bieten die Hosts einen alternativen Blick auf die Stadt und weltbürgerliche Küchengespräche. Surfen ohne Surfbrett, dafür von Couch zu Couch. Für viele bedeutet das mehr als ein Hobby. Fast 36.000 Berliner sind Couchsurfer. Reisenden aus aller Welt einen Schlafplatz anzubieten, ist für die meisten von ihnen eine echte Lebenseinstellung. Doch warum holt man sich so einen Weltenbummler in die eigenen vier Wände? Ist es der Glaube an das Gute im Menschen? Sind hier Weltverbesserer am Werk? Oder geht es doch nur um kostenlose Übernachtungen? Ich heiße Marlene. Ich bin Ulrike. Und ich bin Andreas. Wir machen Couchsurfing jetzt seit 3 Jahren, hauptsächlich als Gastgeber, sogenannte Hosts. Was toll an Couchsurfing ist, dass man als Host natürlich, wenn man mal Zeiten hat, wo man weniger reisen kann, trotzdem die Möglichkeit hat, einfach Leute aus anderen Ländern kennenzulernen. Also aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern, weil die kommen ja einfach bei dir vorbei. Wir verlangen von unseren Gästen auch, dass sie so einen Abend schon mit uns verbringen, mit denen, wo wir dann mit denen auch mal quatschen können und sowas. Und dann wird vom deutschen Schulsystem über, keine Ahnung, also da wird einfach alles, da unterhalten wir uns einfach über alles. Die stellen Fragen, wir stellen Fragen und dann wird dagegen Vorurteile gekämpft, auch zeitweilig. Wir sind uns zum Beispiel sicher, dass unsere Tochter nie irgendwelche Probleme mit Ausländern oder mit xenophobischen Gefühlen haben wird, weil die einfach von klein auf dran gewöhnt ist. Da kommen Leute, die sehen anders aus, die sprechen eine fremde Sprache, aber die sind nett. Ich kenne Leute, die hosten nur Leute aus Asien oder nur Leute aus USA oder, aber das ist, danach entscheiden wir gar nicht. Wir gucken uns die Leute an, meistens dann treffe ich so eine Vorauswahl, die präsentiere ich dann den Damen. Ja, manchmal auch nicht. Manchmal ist es auch überraschend. Wir sind ja schon beide Mitte, Ende 30. Da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, wenn die Leute zu jung sind, dass wir da einfach keine gemeinsame Basis haben, um uns mit denen zu unterhalten. Da fehlt einfach, da ist einfach eine Generation dazwischen. Aber ich finde es auch ein bisschen doof, weil da können immer nur große. Und ich will da auch mal kleine haben. Vertrauen ist schon wichtig, wenn man nicht den Leuten vertrauen würde und ein gewisses positives Menschenbild hat. Denke ich mal, dann ist man bei Couchsurfing falsch, wenn man jedem misstraut und weil das funktioniert ja nur auf der Basis von Vertrauen. Manche Leute sagen dann, oh, und wenn das Kind dann mit dem Gast alleine in einem Raum ist, habt ihr da keine Angst? Was soll er machen? Soll er es mitnehmen oder was? Nee, also, ja, manche Leute haben sehr interessante Vorurteile. Ja, klauen die nix bei euch? Wir wollen die 300 Kilo Platten hier rausschleppen. Und was wollen die dann damit? Auf einer Reise, die noch 2 Monate dauert. Es gibt keine guten und schlechten Couchsurfer. Wenn jemand halt einfach keinen Bock hat zu hosten sondern nur das zum Reisen benutzt, dann soll er das machen. Das wird auch ganz viel immer erzählt von diesem sogenannten Couchsurfing-Spirit. Also, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Im Grunde genommen leben wir ja Gastfreundschaft hier. Also wir laden Leute ein, wir können da hinfahren, wir erzählen, was wir denken, die erzählen, was die denken. Und das ist eigentlich gelebte Gastfreundschaft. Und das kann schon ruhig auch Mainstream sein, finde ich. Also das ist richtig. Man kann sich das ja auch dann aussuchen, wen man holt, wen man sich einlädt und wen nicht. Man ist dazu nichts verpflichtet. Genau, so ist es. Und da hast du recht, wenn die Gastfreundschaft gerade in Deutschland ein bisschen mehr im Mainstream ankäme, wäre das gar nicht so schlecht, ja. Ja.
Ich bin Phil, bin 24 Jahre alt und Sozialarbeiter vom Beruf. Zufällig habe ich im Fernsehen eine Reportage über Couchsurfing gesehen und bin dann gleich mal auf die Seite gegangen und habe gesagt, hey, das ist es. Das ist total cool. Im Februar, als die Berlinale begann, kamen sehr viele Anfragen und ich begann sehr viele Leute zu hosten. Für mich ist es einfach, es ist nicht nur die Abwechslung zum Hotel, die Preisersparnis. Für mich ist es auch ein Stück weit, dass jemand da ist, wenn man zurückkommt, dass man ein Abendessen hat zusammen, dass man Spaß hat abends, dass man vielleicht zusammen tanzen geht oder dass man einfach gemeinsam die Stadt erkundet. Ich habe tatsächlich immer jemanden da. Das ist das erste Mal jetzt so seit einer geraumer Zeit, dass jetzt mal absehbar ist, dass mal vielleicht keiner da ist nächste Woche. Aber auch nur 2 Tage. In Sachen Privatsphäre bin ich ein sehr genügsamer Mensch, muss ich sagen. Ich brauche nur ab und zu mal kurz hier in meinem Raum so ein bisschen mein Gefühl, mal kurz alleine zu sein. Ich kann mich auch mal kurz entfalten, mal kurz was denken. Aber ansonsten bin ich ein sehr geselliger Mensch. Ich mag es rund um die Uhr, jemanden um mich rum zu haben. Ich habe überhaupt kein Problem mit. Es ist total merkwürdig, weil ich wohne hier seit 5 Jahren und die ganze Zeit vor Couchsurfing habe ich mehr oder weniger alleine hier gewohnt. Aber ich sag mal, ich komme so besser klar. Ich finde das besser. Ich muss sagen, es ist so meine Persönlichkeit. Ich glaube, ich neige mehr zur Depression, wenn ich alleine bin. Ich bin Florian, bin jetzt 28 Jahre alt, wohne seit letztem Oktober hier in Berlin, in Alt-Treptow, schreibe meine Diplomarbeit und habe vorher in Gießen studiert, war dort auch schon bei Couchsurfing angemeldet. Letztendlich fertiggebracht, mich selber anzumelden, habe ich vor einer Reise nach Südamerika. Hatte auch meine erste Couchsurf-Erfahrung schon auf dem Weg dahin. Das war ein Zwischenstopp in Toronto, gerade mal 20 Stunden. Und das war sehr überzeugend. Das war für mich das erste und bisher einzige Mal in Nordamerika. Da fliegt man gerade 8000 Kilometer, ist müde, landet auf einem fremden Kontinent, in einer fremden Stadt und das Erste, was man tut, ist, man kommt nach Hause. Bei mir war das eine Studenten-WG und ich habe mich da einfach wohlgefühlt. Für mich ist das Entscheidende, dass man gleich, auch wenn man völlig fremd in eine neue Stadt kommt, mit Einheimischen unterwegs ist und diese Stadt gleich ganz anders kennenlernt. Ich nehme wirklich nur dann Leute auf, wenn ich weiß, dass ich selber die Zeit habe, zum Beispiel mal für ein Wochenende, für 2, 3 Nächte, wenn ich auch wirklich was mit ihnen unternehmen will. Ich freue mich, wenn Leute hier sind, mit denen man auch ungewöhnliche Dinge unternehmen kann. Wer nur unter den Linden sehen möchte und den Potsdamer Platz und das Brandenburger Tor, als Berliner hat man es irgendwann oft genug gesehen. Ich hatte schon mal einen Neuseeländer, 3 Finnen. Ich war noch nicht beim Neuseeländer in Neuseeland. Ich war auch noch nicht bei den Finnen. Und ich denke, es hätte auch nichts mehr von Couchsurfing, wenn man den Leuten einen Gegenbesuch abstattet. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich keine wirklich fremden Leute in die Wohnung lässt. Woran ich das letztendlich festmache, ob ich glaube, dass ich mich mit einer Person verstehe, das kann ich so nicht sagen. Das ist intuitiv, aber es hat bisher meistens hingehauen. Statt auf der Couch zu